Du weißt seit Monaten, was du eigentlich tun müsstest. Die Bewerbung ist fast fertig. Seit Wochen liegt sie als Entwurf da. Das Gespräch, das du längst führen müsstest, hast du im Kopf schon 20 Mal geführt. Du hast dir versprochen, nicht mehr automatisch Ja zu sagen. Vielleicht verstehst du sogar ziemlich genau, warum du dich verändern solltest. Und trotzdem tust du es nicht. Das Seltsame daran ist, vielleicht funktioniert dein Verhalten sogar perfekt. Nur nicht für das Ziel, von dem du glaubst, dass es dein einziges Ziel ist. Vielleicht gibt es neben dem Leben, das du verändern willst, noch etwas, das du um jeden Preis bewahren willst. Du kennst wahrscheinlich diesen Kreislauf. Du willst dich verändern. Du veränderst dich nicht. Du nimmst dir vor, es dieses Mal wirklich zu versuchen. Du veränderst dich wieder nicht. Und irgendwann ziehst du den naheliegenden Schluss. Ich bin undiszipliniert. Ich bin bequem. Ich sabotiere mich selbst. Diese Erklärung ist nicht falsch. Sie ist nur manchmal zu einfach. Wenn ein Verhalten Jahre überlebt, dazu unzählige Vorsätze, Bücher, Apps und Neujahrsversprechen, ein Verhalten, das so viel Widerstand einfach übersteht, dann lohnt sich vielleicht eine andere Frage. Nicht nur, warum kann ich das nicht lassen, sondern, was tut dieses Verhalten eigentlich für mich? Die interessantere Frage ist vielleicht nicht, warum du dich selbst sabotierst, sondern warum ein Teil von dir dieses Verhalten offenbar für notwendig hält. Robert Kegan und Lisa Lahey haben für dieses merkwürdige Verhalten eine ziemlich interessante Erklärung. Du kannst ehrlich etwas verändern wollen und gleichzeitig ehrlich verhindern wollen, was diese Veränderung mit sich bringt. Einen ihrer bekanntesten Fälle nennen sie Helen, eine aufstrebende Führungskraft in einem großen Industrieunternehmen, mit einem wichtigen Projekt betraut, das sie wirklich zum Erfolg führen wollte. Doch sie verzögerte Entscheidungen, lieferte Berichte zu spät. Nach außen sah das nach mangelnder Disziplin aus. Erst im Gespräch zeigte sich eine zweite Ebene. Ein erfolgreicher Projektabschluss hätte bedeutet, unabhängiger von ihrem Vorgesetzten zu werden, die volle Verantwortung für das Ergebnis zu tragen. Sie wollte den Erfolg. Und gleichzeitig wollte sie etwas nicht verlieren. Sie hat nicht gelogen, als sie sagte, sie wolle Erfolg. Beide Ziele waren echt. Und plötzlich ergibt ein Verhalten Sinn, das eine Minute zuvor noch bedeutungslos wirkte. Vielleicht gilt das auch für dich. Du willst einen neuen Job, die Bewerbung bleibt trotzdem liegen. Was würde eigentlich passieren, wenn du tatsächlich eingeladen wirst? Vielleicht müsstest du testen, ob du wirklich so kompetent bist, wie du gerne glaubst. Vielleicht verlierst du eine Sicherheit, die du längst nicht mehr zu schätzen weißt, aber trotzdem nicht aufgeben willst. Du willst lernen, Nein zu sagen. Im Meeting fragt dein Chef, kannst du das noch übernehmen? Du hörst dich selbst klar sagen, bevor du überhaupt nachgedacht hast. Was, wenn ein Nein bedeuten würde, als unzuverlässig zu gelten, für jemanden, dessen Respekt dir wichtig ist? Du hast im Meeting eine gute Idee, du sagst sie nicht. Danach erzählst du einem Kollegen in der Büroküche, was du eigentlich hättest sagen sollen. Vielleicht schützt dein Schweigen gar nicht deine Bequemlichkeit. Vielleicht schützt es ein Bild von dir. Solange du eine unfertige Idee nicht ausgesprochen hast, kann niemand beweisen, dass du weniger kompetent bist, als du wirken willst. Wenn du morgen plötzlich genau das tun würdest, was du seit Monaten von dir verlangst, was könnte dadurch schlechter werden? Nicht, was würde besser, sondern was könnte schlechter werden? Du willst Nein sagen können. Und gleichzeitig willst du mindestens genauso sehr verhindern, dass jemand dich für egoistisch hält. Beides steuert dein Verhalten. Kegan und Lahey nennen das eine konkurrierende Verpflichtung, eine zweite, meist unsichtbare Verpflichtung, die deinem sichtbaren Ziel entgegenarbeitet. Keine geheime, wahre Absicht, die du bewusst gewählt hättest. Eher eine stille, versteckte Schutzaufgabe, die dein Verhalten seit Jahren übernommen hat. Ich will ehrliche Kommunikation, Stott, und gleichzeitig bestrafe ich jeden, der ehrlich zu mir ist. So lässt sich das Muster von Tom zusammenfassen, einem Projektleiter aus einem anderen Fall der beiden Autoren. Dahinter stand seine Angst, irgendwann mit einem Problem konfrontiert zu werden, das er nicht lösen konnte, und dadurch seine Kompetenz in Frage gestellt zu sehen. Diese versteckte Schutzaufgabe stützt sich meist auf eine Annahme, die du wahrscheinlich nie bewusst gewählt hast. Eine Art Satz der Form: Wenn X passiert,
dann folgt zwangsläufig Yxten. Wenn ich Nein sage, enttäusche ich Menschen. Wenn ich einen Fehler zeige, verliere ich Respekt. Wenn ich diese sichere Stelle verlasse und scheitere, beweist das, dass ich mich überschätzt habe. Das Problem ist nicht unbedingt, dass diese Annahme falsch ist. Das Problem ist, dass du dein Verhalten oft so organisierst, als wäre sie längst bewiesene Tatsache. Zwischen diesen beiden Sätzen liegt ein großer Unterschied. Wenn ich einen Konflikt zulasse, zerstöre ich die Beziehung. Und ich habe die Annahme, dass Konflikt Beziehungen zerstört. Der erste Satz beschreibt die Welt, der zweite Satz beschreibt eine Hypothese über die Welt. Und nur eine Hypothese lässt sich überprüfen. Und hier kommt vielleicht der wichtigste Teil. Keegan und Leahy schlagen nicht vor, diese Angst einfach zu überwinden. Sie schlagen vor, sie zu testen. Sue, eine ihrer realen Klientinnen, arbeitete als Chief of Staff in einer sozialen Organisation. Ihre Grundannahme: Wenn ich mich weigere, mich in fremde Konflikte hineinziehen zu lassen, halten mich die Leute für kalt und gleichgültig. Also ließ sie sich fast automatisch in jeden Streit hineinziehen, der ihr angeboten wurde. Statt sich vorzunehmen, ab sofort konsequent Grenzen zu setzen, machte sie ein kleines Experiment. Als eine Kollegin sie erneut als Vermittlerin in einen Konflikt ziehen wollte, lehnte Sue ab und schlug vor, direkt mit der betroffenen Person zu sprechen. Dann beobachtete sie einfach. Wie fühlte sie sich selbst? Wie reagierte die Kollegin? Kam die soziale Katastrophe, die sie erwartet hatte? Sie kam nicht. Die Kollegin entschuldigte sich später sogar dafür, Sue überhaupt hineingezogen zu haben. In weiteren, etwas größeren Experimenten stellte Sue fest, dass ihre Beziehungen deutlich mehr Uneinigkeit aushielten, als sie geglaubt hatte. In einem Fall führte eine klare Grenze sogar zu einem ehrlicheren Gespräch als je zuvor. Sie hat sich nicht eingeredet, dass sie liebenswert ist, auch wenn sie Nein sagt. Sie hat Daten gesammelt. Behandle deine Angst nicht sofort wie einen Irrtum. Behandle sie zuerst wie eine Hypothese. Nimm eine Sache, die du seit Monaten verändern willst. Nur eine. Du willst zum Beispiel im Meeting früher deine Meinung sagen, aber du wartest, bis der Gedanke perfekt ist. Meistens ist er es nie. Und du sagst nichts. Frag dich nicht, warum habe ich schon wieder geschwiegen? Sondern stell dir vor, du sagst deine Meinung morgen früher. Unfertig. Ungeschliffen. Was daran macht dich nervös? Vielleicht, sie könnte dumm klingen. Gut. Und wenn sie dumm klingt, was würde das bedeuten? Vielleicht, dass die anderen merken, du bist weniger kompetent, als du wirken willst. Da ist sie. Deine Grundannahme. Genau diese Bewegung kannst du mit deinem eigenen Problem machen. Was willst du wirklich verändern? Was tust du stattdessen? Was macht dich nervös, wenn du dir das Gegenteil vorstellst? Und was müsste wahr sein, damit diese Nervosität vollkommen logisch wäre? Wenn du diese Annahme gefunden hast, brauchst du keinen radikalen Bruch. Du brauchst ein kleines Experiment. Klein, umkehrbar, mit überschaubarem Risiko. Konkret genug, um dir tatsächlich Informationen zu liefern. Nicht, morgen kündige ich und schaue, ob ich überlebe, sondern eine Bewerbung abschicken und beobachten, was wirklich passiert. Nicht, ab jetzt sage ich jedem alles, was ich denke, sondern einmal bei jemandem, mit dem die Beziehung stabil genug ist, eine kleine Meinungsverschiedenheit aussprechen. Das Ziel des Experiments ist nicht, dir zu beweisen, dass die Angst dumm war. Das Ziel ist, neue Daten zu bekommen. Natürlich ist nicht jeder Widerstand psychologisch. Manchmal brauchst du den Job tatsächlich. Manchmal fehlt dir schlicht Zeit, Geld oder Sicherheit. Und manchmal braucht es eine Fachperson, kein YouTube-Video. Aber wenn du etwas wirklich verändern willst, es eigentlich könntest und immer wieder am exakt gleichen Punkt landest, wird diese Frage interessant. Denk noch einmal an die Bewerbung, die als Entwurf liegen bleibt, an die Meinung, die unausgesprochen bleibt, an das automatische Klar. Vielleicht siehst du diese Szenen jetzt etwas anders. Nicht mehr, warum schaffe ich das schon wieder nicht, sondern was versuche ich hier eigentlich zu bewahren? Vielleicht beginnt Veränderung nicht in dem Moment, in dem du endlich stärker auf das Gaspedal trittst, sondern in dem Moment, in dem du verstehst, warum dein anderer Fuß überhaupt auf der Bremse steht. Kennst du dieses Gefühl, du willst etwas wirklich verändern und landest trotzdem immer wieder am selben Punkt? Schreib mir, wo du das bei dir bemerkst.
Und wenn dir solche Gedanken etwas geben, abonniere Zweifler. Bis zum nächsten Zweifel.